Rotation der Erde, die in 26.000 Jahren abläuft. Because it doesn't matter where you are in the 26,000 years, true north and south stays true north and south. Wie er das hier so schön demonstriert, wir schwanken ja mit, egal wo wir sind. So something else happened here. The north-south axis shifted. And what Adam's calendar points out is that it was built at a time that north-south is not where it is today. Also muss der Nordpol sich verschoben haben und der Adams Kalender berichtet uns einfach davon, dass der Norden damals an einer anderen Stelle war als heute. So the only conclusion we can reach is that these guys were stupid and they made a mistake. Also kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass diese Leute, die es gebaut haben, irgendwie dumm waren und Fehler gemacht haben. No, they did not make mistakes. Nein, diese Leute haben garantiert keine Fehler gemacht. What I think is probably closer to the truth is the study of Charles Hapgood, that he teaches us or tells us about crustal displacement, that every few 100,000 years the Earth's crust actually shifts and takes the north-south with it. Er hält die Theorie von Charles Hapgood für wesentlich wahrscheinlicher und der hat die Krustenverschiebungen der Erde dafür verantwortlich gemacht, für diese Abweichungen vom Nordpol. Also die Kruste der Erde bewegt sich und verschiebt sich. And then we discover the pyramids. This is one of the first pictures taken of Jan Heine when he first discovered it. And there behind him are these very interesting pyramidal structures. And there's a third little one just here. Und hier vorne sehen wir den Jan Heine, der hat diesen Kalenderstein entdeckt. Und im Hintergrund sehen wir die pyramidenartigen Strukturen, 3 Stück davon, in dem tiefer gelegenen Flachland, da ist ein Riff. So I decided to test if the pyramids are connected to Adam's calendar. Und da wollte ich einen Test durchführen und herausfinden, ob diese Pyramiden mit Adams Kalender und den Steinen in irgendeiner Verbindung stehen. And I realized that the ancient civilizations did everything with sacred geometry. Und ich habe begriffen, dass alles, was die früheren Kulturen gemacht haben, etwas mit heiliger Geometrie zu tun hatte. So I drew a golden spiral and I saw if it fitted. Und dann habe ich eine goldene Spirale, ihr kennt das bestimmt, diese Schnecke, die sich im goldenen Schnitt entwickelt. And guess what happened? Das Zentrum der Schnecke hat er da bei den Adams Kalendersteinen gemacht und ihr seht, was dann passiert. Das sind die Pyramiden da oben rechts. These are the pyramids. That's Adam's calendar. Now, this is where you can start arguing a very strong scientific argument called probability. Ja, und es gibt ein sehr starkes wissenschaftliches Argument, das heißt Wahrscheinlichkeit. And the probability that this is an accident is several million to 1. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, die steht 1 zu mehreren Millionen. And then we read, when you connect Adam's calendar or Enki's calendar, through Enki's house at Great Zimbabwe, guess where you end up? Right in the Great Pyramid, along the Nilotic Meridian, or 31 degrees east. Und wenn wir eine Süd-Nord-Linie ziehen von Enkis Kalender oder diesen Pyramiden zu seinem Wohnsitz, Great Zimbabwe genannt, rauf in den Norden, wo landen wir dann? Exakt bei der großen Pyramide Gizeh, und es liegt auf einem heiligen Längegrad von 31 Grad. Das spielt auch eine Rolle, die 31. It's known as the Nilotic Meridian. Nilotic? Nilotic Meridian, along the River Nile. Als der Nil-Meridian ist der bekannt. And it also just happens that, according to my friend Willem de Swart, the numeric value for the word Elohim is 31. Mein Freund Willem de Swart, der sich mit die heiligen Zahlen auskennt, der hat mir gesagt, dass der Wert des Wortes Elohim, das ist Plural von El, der Gott Elohim, die Götter, ist 31. Das deckt sich jetzt wieder mit dem 31. Längengrad im Nil-Meridian. One of Zachariah Sitchin's books has a beautiful translation that I found by complete accident. And I remember when Sitchin wrote his books and wrote his translations, he didn't know about this. He knew nothing about the Eastern Circles and Adam's calendar, and even Great Zimbabwe he had very little knowledge about. Ich habe sehr faszinierende Aussagen, Zitate gefunden in den Büchern von Zachariah Sitchin.
Und ihr müsst bedenken, dass Sitchin nichts von Adams Kalender und Zimbabwe wusste und den Steinkreisen. And now we're finding much of what he wrote, I believe that I'm finding the physical evidence for pretty much everything he wrote about. Und ich glaube, dass ich die physischen Beweise, die materiellen Fakten gefunden habe, zu dem, was Sitchin in seinen Büchern schreibt. And then I found this translation in one of his books. Und dann habe ich diese Übersetzung in einer seiner Bücher gefunden. And it says, 40 shar after arriving on Earth, Enki built a special place of observing in the deep Abzu on the edge of a cliff aligned with his abode in the north and the peaks. It's like he was describing Adam's calendar. Ja, und er schreibt 40 Schar, eine Zeitangabe sein, nachdem Enki auf der Erde angekommen war, baute er einen speziellen Ort der Beobachtung in den Tiefen des Abzu an der Kante einer Klippe, die in einer Linie mit seinem Wohnort baut und dem Norden, also der Pyramide, steht. If you do the calculation that he put forward, it would make it 285,000 years old. Und wenn man das in einen Zeitrahmen setzen möchte, dann ist es ungefähr 285.000 Jahre alt. But now we've got to ask, what are all these stone circles about? Adam's calendar is right in the middle, it is definitely the flagship work, but what are all these 10 billion stone circles about? Aber wozu dienen nun alle diese Steinkreise, die wir uns jetzt angeschaut haben, mit Adams Kalender, da am südlichen Punkt? We know that when you put sand on the metal plates and sound comes out, it gives you a very beautiful shape. Wir wissen, wenn wir Sand auf eine Metallplatte legen und eine Frequenz zum Schwingen bringen, dann kommt eine wunderbare zentrische, geometrische Struktur dabei raus. And since the earth rings like the bell and the surface of the earth can be seen as the surface of a metal plate, und da die Erde wie eine Glocke klingt und wir uns die Oberfläche der Erde jetzt mal wie eine solche Metallplatte vorstellen können. The stone circles are actually just representations of sound frequencies that are coming out of Mother Earth at that specific point. Each one is just a cymatic representation of the sound at that point coming out of Mother Earth. So ist jeder einzelne Steinkreis eine wunderschöne geometrische Repräsentation der Klangfrequenz, die an genau dieser Stelle aus der Erde herauskommt. And therefore, each one of these stone circles is an energy plug point into Mother Earth using the sound. Und deswegen ist jede dieser Steinkreispunkte so etwas wie eine Energieanzapfquelle der Energie, die aus der Erde an dem Platz aufsteigt. And I'm not just saying that because I think so, or I've got a warm fuzzy feeling in my stomach. I'm saying this because we measured it. Und ich erzähle das nicht einfach, weil ich daran glaube oder weil es mir ein gutes, schwammiges Bauchgefühl gibt dabei, wenn ich sowas erzähle, sondern wir haben das gemessen. We measured very high. We measured. Oops. There was supposed to be, there's some pictures missing here. We measured electromagnetic waves. We measured sound frequencies at Adam's calendar and in the stone circles. And we measured sound frequencies into the gigahertz coming out of the stone walls. Out of these stone walls, you don't measure sound in the gigahertz. Wir haben elektromagnetische Frequenzen gemessen in Adams Kalender und wir haben eben Frequenzen gemessen im Gigahertz-Bereich und normalerweise misst man so etwas nicht. Das gibt's nicht. Some of these stone circles are shaped in the shape of magnetrons. And magnetrons you find in laser beams, in microwaves, creating incredible amount of energy. Some laser beams can cut metal in a split second. Und einige dieser Steinkreise haben eine ähnliche Struktur wie ein Magnetron. Sowas findet man in einem Laserstrahlgerät. Und zum Fokussieren dieser Laserenergie, mit dem Laserlicht wisst ihr ja, kann man sogar Stahl zerschneiden. So imagine if a small little magnetron can cut metal in a split second.